Warum meldet die sich denn nicht? Die wird schon anrufen. Sie hat es im Griff. Was, wenn nicht? Ich rufe dich jetzt an und sage, dass sie die ganze Aktion abbrechen soll. Das ist doch idiotisch. Du wirst sie nicht abhalten können. Und was, wenn sie verliert? Weiß doch, wie sehr sie an der Kette hängt. Die darf sie einfach nicht aufs Spiel setzen. Olli. Bella, warte. Auf die SMS hat sie immer noch nicht geantwortet. Das ist kein gutes Zeichen. Braucht hier jemand eine größere Summe Geld, um seine Firma zu retten? Das ist nicht dein Ernst. Du hast gewonnen. Ich wusste es. Ach, du hast überhaupt nichts gewusst. Ich hab's gewusst. Du wolltest sie davon abhalten. Mann, diese Geldsäcke haben vielleicht geguckt, als ich ihnen das Geld aus der Tasche gezogen habe. Und du hast sie einfach so eiskalt abgezockt? Ja, eiskalt vielleicht nicht. Ich zitter immer noch, aber ey, Ja, und wie viel ist es? das ist genug. Ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann. Hey, ich will meinen Job behalten. Also du zahlst jetzt die Raten ab und dann geht's raketenmäßig aufwärts mit Raten. Bella, du bist verrückt. Ich danke dir. Dann gib mir ein Bier aus. 2 Bier. Die gehen auf mich. Aber erstmal gibst du mir das Geld und ich bring's an einen sicheren Ort. Alles meins? Ja, dann sieh mal zu, dass du Arnos Firma wieder fit kriegst, ha? Ich krieg das in den Griff. Gut, Und Bella, bleibst du, wie du bist. das mache ich. Das hätte auch ins Auge gehen können. Wenn es um Poker geht, ist Bella kalt wie eine Hundeschnauze. Brauch mal Milch. Im Gegensatz zu dir sieht man so ein gutes Blatt ja immer gleich auf 100 Meter Entfernung an. Ihr macht hier Pokerrunde? Ja, ist schon eine Ewigkeit her. Ja, wird eigentlich mal wieder Zeit, oder? Das ist eine gute Idee. Also ich wäre dabei. Aber wir spielen nur um Kleingeld. Keine Angst, Andi. Keiner will, dass du deine ganze Kohle gleich wieder aufs Spiel setzt. Leute, könnt ihr mir mal kurz zuhören? Ich würde gerne was sagen. Also ich als alleinerziehende Mutter habe beschlossen, dass ich Maxi gerne taufen lassen möchte. Da dürft ihr Männer natürlich nicht fehlen. Das genaue Wie, wann, wo, das würde ich euch dann noch sagen. Seit wann bist du gläubig? Naja, sagen wir mal, ich habe einen anderen Zugang zu der Sache gefunden. Ach, die Liste mit den Taufgeschenken ist auch schon fast fertig. Glaube durch Konsum. Jessica, soll ich dann heute auf den Kleinen aufpassen? Wieso? Es ist Vormittag und du musst doch zur Arbeit. Nee, ist nicht nötig. Olli übernimmt den Kleinen. Nachdem du mir gestern so unmissverständlich klar gemacht hast, dass es nicht dein Kind ist, werde ich auch in Zukunft dich nicht mehr damit belästigen. Jessica, also... Wir kommen auch sehr gut ohne dich klar. Ach, Olli, sag mal, wieso habe ich eigentlich diesen Zettel in meinem Kleiderschrank gehabt, dass du dir ein Kleid von mir ausgeliehen hast? Das war ein Notfall bei Bella. Bella. Ja, Bella. Ja, der Schwarze, wo du eh nicht reinpasst zurzeit. Und der kleine Rauhaardackel macht die Augen zu. Zum Glück ist er endlich eingeschlafen. Das ist das letzte Lied, das mir noch eingefallen ist. Ja, ich bin auch ganz begeistert von deinem Gesangstalent. Aber ich glaube, Max hat das Lied aus der Shampoo-Werbung am besten gefallen. Was hatte das eigentlich zu bedeuten? Jessie lädt Dana nicht zu Maxis Taufe ein? Hier ist ja immer noch alles voller Möhrenbrei. Ja, die beiden haben sich gestern gestritten, weil Dana mit der Taufe noch warten will, bis Hagen zurück ist. Sie glaubt immer noch, dass er zurückkommt. Sie muss. Ja, Jessie will die Taufe so schnell wie möglich durchziehen, weil sie scharf auf die Geschenke ist. Ja, trotz. Ja, dabei hat sie nicht ganz unrecht. Dana muss wirklich wieder lernen, nach vorne zu gucken, aber man kann sie ja nicht dazu zwingen. Ja, man kann ihr höchstens behutsamen Schubs geben. Und wenn Jessie irgendetwas behutsam einen Schubs gibt, dann fühlt sich das Geschubste danach, als wäre es von einer kompletten Rugby-Mannschaft über den Haufen gerannt. Entschuldigung. Also ich hoffe echt, die beiden kriegen das wieder hin. Die beiden haben sich doch bis jetzt jedes Mal wieder vertragen, allein schon wegen Max. Ja, aber das ist kein normaler Streit. Diesmal geht's für Dana um alles. Ja, das stimmt. Wenn Dana jetzt auch noch Max verliert, dann kann es sein, dass sie wirklich in ein tiefes Loch fällt.
Endlich. Hey, hier. So, jetzt geht's los. Mein Dienst fängt gleich an. Maxchen schläft seit ein paar Minuten, hat getrunken, ist frisch gewickelt. Alles bestens. Das war heute eine Ausnahme. Ich weiß, morgen nimmt Ja. dann Elisa Bett. Jetzt erzähl mal, wie laufen eigentlich deine Hochzeitsvorbereitungen? Oh, Schützchen, so weit sind wir noch nicht. Jetzt kommt erst mal die Rundtour über die Weingüter dran. Wo geht's denn diesmal hin? Meine Tour, die ich immer mache, weißt du? Die Pfalz, ein bisschen Frankreich, ein bisschen Italien. Ich bin ein bisschen neidisch. Trotzdem, Christian und ich, wir brauchen langsam mal einen Termin, damit er weiß, wann er sich freinehmen muss. Oh ja, tut mir leid, Olli, das habe ich vergessen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du nicht schon ein paar Gedanken zu deiner Hochzeit hast. Hm? Komm, ich erzähl's dir. Also weißt du, ich bin ja Düsseldorferin. Ich habe gedacht, es muss hier stattfinden, in der Stadt. Aha. Ich habe an die Rheinbrücke gedacht. Wow. Die muss man natürlich für den Anlass sperren. Na ja, und dann sind sie alle da. Tutler Düsseldorf und ein kleines Orchester. Der Clou kommt aber noch. Aus einer zweimotorigen springen Frank und ich. 2 knallrote Fallschirme. Und die landen dann direkt auf der Brücke. Ja, Ja, und weiß Frank schon von dieser lustigen Idee? naja, das muss ich ihm natürlich Schritt für Schritt beibringen. Ich meine, das ist ein bisschen spektakulär. Und er ist immerhin Beamter. Na, ihr beiden? Gute Laune? Frank. Ja, Olli hat mir gerade einen Witz erzählt. Was hören, Olli? Und dann hält der Polizist den Fahrer an und sagt, Führerschein bitte. Und daraufhin sagt dieser Fahrer, wieso Führerschein? Ich dachte, den kriegt man erst, wenn man 18 ist. Köstlich. Der Fahrer war noch minderjährig. Er war keine 18. Ja, die Pointe hatte ich schon verstanden. Ich fand sie jetzt nur nicht so zum Wegschmeißen. Ja, apropos weg, ich muss auch mal weg, ja? Schönen Abend euch beiden noch. Tschüss, Olli. Tschüss, Olli. Tschüss. Ja, Humor ist eben so eine Sache. Ach komm, der war zwar harmlos, aber so schlecht war er nicht. Erinnere mich bitte daran, dass ich Olli verbiete, auf unserer Hochzeit eine Rede zu halten. Was machst du überhaupt hier um diese Zeit? Dich abholen? Ach, waren wir verabredet? Nein. Überraschung. Ah, na, du hast Nerven. Was denn für eine Überraschung? Ich sage nur, Ah, das klingt vielversprechend. ja. Dann komm mal schön mit. Natürlich bringe ich dich zum Bahnhof, wenn ich dich wochenlang nicht sehe, wenn du auf Weintour bist. Oh no. Pass auf, meine Einsatzbesprechung dauert noch eine Stunde. Danach gehe ich noch mal ins Reisebüro und hole mir ein paar Karibik-Prospekte. Oh, es ist so schön zu heiraten. Olli! Hey, hey, schau. Na, könntest du Frank schon von deiner Idee überzeugen? Nicht ganz. Olli, wir haben beschlossen, in der Karibik zu heiraten. Ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Und was ist mit uns? Ach, Olliechen, unsere Feier, das holen wir natürlich nach. Im ganz großen Stil. Aha. Aha, was heißt das? Ja, weiß Bella das schon? Bella ist gerade in Monte Carlo mit Tristan. Ach, und wenn sie zurückkommt, dann seid ihr beide schon weg? Ist ja geschickt eingefädelt. Olli, wir haben das quasi in dieser Minute beschlossen. Du meinst, Frank hat dich in dieser Sekunde überzeugt? Ey, eigentlich wolltest du doch eine Hochzeit mit allem Drum und Dran haben. Ja, das stimmt. Also, damit das klar ist. Ich werde Bella bestimmt nicht erklären, dass ihre Mutter lieber ohne sie heiraten will. Und ohne mich. Arno Brandner. Wollen Sie Elisabeth Wein zur Ehefrau nehmen? Möchten Sie Gräfin Elisabeth von Lahnstein zu Ihrer Frau nehmen? Dann antworten Sie mit Ja, ich will. Christian, Mann. Ich liebe dich. Du bist der, auf den ich immer gewartet habe. Ein Traummann. Und deshalb frage ich dich, ob du auch dein Leben Ja, mit ich mir möchte. Ihr dürft euch jetzt küssen. Ich will immer mit dir sein.
Frank, heirate mich. Ja, guten Tag. Charlie Schneider ist mein Name. Mein Verlobter Frank Helmke hat vorhin angerufen. Ja, genau. Die Hochzeit in der Karibik, das sind wir. Ja, ich habe mir nur vorgestellt, dass wir noch ein paar Korrekturen vornehmen. Mhm.